Jetzt ist alles aus. Ist alles aus, das ist vorbei. Nie wieder spielen wir jetzt, zocken es rum. Machen wir nicht mehr. No more games. Hallo, wir sind 2 Piranhas und wir reden über unsere Spiele. Aber es ist Schluss. Ich will nicht mehr. Die Schnauze voll. Spiel nicht mehr. Kennt ihr das? Was kann denn sowas auslösen? Ja? Man hat keinen Bock mehr zu zocken. Es ist Feierabend. Nix mehr. Die Luft ist raus. Die Luft ist raus. Einfach Schluss. Schluss mit Zocken. Zocken ist vorbei. Jetzt mal im Ernst. Geht auch nicht mehr. Oder? Wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Hör mal, hattest du schon mal eine längere Flaute und keine Lust zu zocken? Und die haben Folgendes gesagt. Diese Flaute kenne ich ganz gut, wenn man gerade so wie ich im Sims-Modus ist und dann eine Woche komplett durchzockt und danach erstmal so 2-3 Monate gar nichts mehr von diesem Spiel wissen will. Und es danach einen aber wieder packt und man ganz, ganz dringend jetzt wieder 2 Tage durchzocken muss. Also das ist ein ewiges Auf und Ab. Wenn man sich beruflich mit Videospielen auseinandersetzt, dann muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man sich da auch die Freude nicht dran selber nimmt. Als ich vor 20 Jahren bei Eidos gearbeitet habe ich gedacht, so um Gottes Willen, ich muss mich hier mit so viel komischen Spielen auseinandersetzen, habe ich nie wieder Bock zu spielen. Da war das absolute Gegenteil der Fall. Da habe ich mir dann damals ein Gamecube gekauft und habe dann abends die guten Spiele gespielt. Ja, hatte ich schon. Erst vor kurzem, weil ich sehr gerne Destiny spiele. Und die hatten halt jetzt wirklich eine sehr blöde Flaute, muss man leider sagen. Und irgendwie hat mich das halt dann, dadurch, dass ich seit wirklich jahrelang schon spiele, ein bisschen runtergezogen irgendwie. Und dann hatte man irgendwie so ein Loch und versucht, das zu füllen mit anderen Videospielen. Ja, nun muss man bei mir wissen, ich bin ja sowieso nicht der Spieler. Wie gesagt, es überzeugt mich dann ab und zu meine Enkelin. Warum sie das immer wieder schafft, das muss an ihr liegen, weil ich verliere prinzipiell. Ich kann nämlich mit diesen Tasten nicht umgehen. Ich krieg es nicht auf die Reihe, wann ich springen, hüpfen oder sonst was machen muss. Ich hau da immer daneben. Ja, hatte ich tatsächlich. Waren ein paar Monate tatsächlich sogar. Aber das kam dann relativ schnell wieder, als das nächste WoW-Add-on rauskam. Da war ich dann wieder Feuer und Flamme und hab wieder gezockt wie so ein Wilder. Da bin ich auch wieder dick geworden. Aber es gab hin und wieder mal Phasen, also wenn man Spiele spielen muss, als Videospieljournalist oder Spieletester oder sowas, dann ist es ja plötzlich kein Spaß mehr, sondern es ist Arbeit. Dann kann das mal passieren, dass man sagt, ey, pass mal, ich mache jetzt auch mal ein paar andere Sachen in der spärlichen Zeit, die mir bleibt. Irgendwie, man war auch so ein bisschen ausgelaugt, dadurch, dass man da immer so viel Zeit drin verbracht hat und es auch irgendwann so ein bisschen zu diesem, ich mache meine Dailies aus Pflichtding wurde, war man dann irgendwie so ein bisschen überdrüssig und wollte mal so ein bisschen rauskommen wieder. Also das hat man schon gemerkt, mal ganz kurz, ja. Ja, lange. Im Alter von, was weiß ich, 8 bis, keine Ahnung, 30. Ja? Ja, definitiv, doch. Da gab's schon immer wieder Phasen. Tatsächlich, seit ich streame, ist das zurückgegangen, beziehungsweise hat man da eine etwas andere, also da ist die Motivation ja auch da, dass man dennoch den Stream anmacht. Und wenn man dann einmal zockt, ist es sowieso immer was anderes. Also dann kommt tatsächlich auch die Lust definitiv zurück. Vor allem, wenn man dann wieder was Neues ausprobiert und so. Aber doch, auf jeden Fall vorm Stream gab es da häufiger mal Phasen, die dann auch durchaus länger waren. Ah, kann schon mal vorkommen, ne? Was ist denn da passiert? Wieso? Also ganz ehrlich, Nö. mir So. Mir ist es am häufigsten dann passiert, wenn ich eigentlich den meisten Spaß am Zocken hatte. Oh, jetzt kommt's. Ja, genau. Warum? Paradoxon, ne? Ja, weil ich dann nämlich immer so traurig war. Also, Was? ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spiel habe und das ist total toll und das ist dann vorbei, dann gibt es einfach überhaupt nichts, was das ersetzen kann und dann habe ich eine totale Flaute. Du meinst, wenn ein Spiel vorbei ist? Ja. Ach so. Ach ja, das kenne ich auch. Das ist die Aftergame-Depression. Genau. Ne? Du hast halt du stehst am Fenster, es plattert der Regen gegens Fenster. Es ist vorbei, Geschichte ist zu Ende. Ich zock nie wieder was anderes. Genau. Das ist die häufigste Motivation bei mir, warum ich jetzt keinen Bock mehr hatte zu zocken. Also Anti-Motivation. Mhm.
Ja, das kenne ich auch. Also irgendwas ist dann zu Ende und dann fängt man irgendwie wieder von vorne an, aber es ist nicht das Gleiche, weil man die Geschichte schon kennt. Oder man spielt Endgame weiter, ne, bis es sich dann irgendwann leer gelaufen hat, wo man dann sagt, so jetzt höre ich auf. Ne? So, das gibt's ja. Ich habe da auch schon sehr viele Spiele auch im Endgame gespielt und auch sehr lange gespielt, obwohl die Geschichte schon zu Ende war, weil es noch so viele coole Geschichten drin gab. Aber ist die Hauptgeschichte einmal erzählt, fällt es mir schwer, dann weiterzuspielen. Ich bin auch nicht so ein DLC-Typ. Ja, so ein Add-on-Typ schon, wenn es irgendwie gut gemacht ist, so, wo man sagt, das ist eine eigene Geschichte, die wird dann weitergesponnen, das schon, ne? Wenn man dann irgendwie einen eigenen Aspekt da bekommt und so, wenn die Hauptgeschichte erzählt wird. Aber wenn es dann so viele kleinere Sachen sind, die dann da erzählt werden, ist das dann wieder eine andere Geschichte. Dann sagt man, na gut, die mache ich noch und dann ist gut. Aber gar nicht mehr zocken, so ganz komplett aufhören und sagen, so, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Das hat wirklich auch bei mir mit dem Spiel zu tun. Wenn man etwas zu Ende gespielt hat und dann sagt, so, jetzt ist Schluss. So, jetzt höre ich erstmal auf, weil das gibt jetzt gerade nichts, was das ersetzen kann. So, das kenne ich auch, ja. Wenn wir andere gefragt haben, mal ab und zu, dann war häufig so, ja, meine Lebensumstände lassen das nicht mehr zu. Ne? Habe jetzt Familie und habe jetzt einen Job und habe jetzt keine Zeit mehr zum Zocken. Und das ist uns nie passiert, weil man, das ist so ein Prioritätending, ne? Also ich räume dem Zocken so viel Priorität zu, dass ich da auch mir Zeit für nehme. Vielleicht nicht mehr so intensiv wie zu Jugendzeiten, aber muss drin sein, die Woche auch mal zocken zu können. Ne? Ja. Und dann funktioniert das auch mit Familie oder mit ja, Job. Also das Hobby versaut haben wir uns mit dem Job nicht. Nein, auf keinen Fall. Kann man so nicht sagen. Nein, ne? Überhaupt nicht. Das Ganz im ist, Gegenteil. Ne? Das kann man so nicht sagen, nein. Also. Ja, aber gibt ja auch noch andere Sachen, ne, die dazu führen, dass man aufhört zu zocken. Nicht nur die Umstände, dass man irgendwie keine Zeit findet oder so, sondern einfach, dass man keinen Bock mehr hat, dass man Frust schiebt und sagt, das Spiel ist, ich habe keinen Bock mehr auf Zocken. Wenn man Frust hat, so, wie kann man wie ist man frustig? Wir haben auch mal eine Sendung gemacht über Frust und so und viele Sachen, die in unsere Spiele einfließen, ja, die werdet ihr auch unten in unserer Bibliothek vom Piranha-Becken TV finden und eins davon war auch über Frust. Ne? Frustrierte Spieler, so, ne? Frustmomente im Spiel und so. Wie kommen die zustande? Die kommen zustande, wenn das Spiel zu schwer ist, wenn es unfair ist, wenn es abkachelt, wenn es fehlerhaft ist, wenn Dinge passieren, die man so nicht beabsichtigt hat, wenn man jetzt irgendwie das Safe Game von Anno Tuck irgendwie laden muss, um Sachen, die man da entschieden hat, die Auswirkungen gefallen mir nicht oder solche Dinge, ja. Das ist alles schon, ja, ich höre auf zu zocken, am Ende des Tages führt es dann dazu. So, das ist so eine längere Flaute dann, das einläutet sowas. Ne? Eigentlich soll das Spiel mir Spaß machen, soll mir Freude bereiten. Ich will mich darauf freuen, irgendwie nachher wieder zocken zu können. Wenn das Spiel mich aber ständig bestraft, mit einer von diesen Sachen, dann kippt das vielleicht irgendwann, ne? Aber bestrafen ist auch so eine Geschichte, ne? Ist auch kein pauschales Rezept, um zu sagen, man belohnt den Spieler und dann bleibt er auch und findet das toll, dann fehlt die Herausforderung. Wenn du immer auf den Button drückst, du bist toll, 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 boah, bist du toll, boah, guck mal hier und Punkte. Ja, kann aber auch dazu führen, dass man sagt, boah, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr, oder? Aber ein fehlendes Erfolgserlebnis kann vielleicht auch als Bestrafung empfunden werden. Ja. Ne? Ja. Also es ist tatsächlich so, wie ist da der... Frage der Dosis. Ja. Ne? Frage der Dosis. Wenn ein Spieler mal sagt so, du bist toll, ja, dann findet man das auch blöd. Ja, oder viele finden das blöd. Da ja Leute, die das toll finden. Ne? Klar, und man will ja zocken und dann will man der Held der Welt sein am Ende des Tages so. Ne? Aber es gibt auch so Momente, wo man sagt irgendwie, ich habe ich suche die Herausforderungen. Ich möchte gerne das kosmische Rätsel lösen. Ich finde das spannend. Es gibt ja auch Leute, die dann irgendwie sagen, ich möchte nicht alles auf ein Silbertablett serviert bekommen, sondern ich möchte gerne mir das erspielen. Ich möchte gerne das kosmische Rätsel lösen, die Geheimnisse lüften, so, ja. Und eine spannende Geschichte ist dann spannend, wenn man viele Dinge eben nicht weiß. Oder, ne, irgendwie vorgeworfen, da hast du, hab Spaß, so, ne. So wie so ein Kind, ne.
Ja, was soll ich denn hier spielen? Ja, da mit du Klötze. Ja, wo sind die denn? Ja, in der Kiste. Ja, okay. Schütt, so, hab Spaß. Ja? Riesen Auswahl an Sachen und so, aber der einzelnen Sache irgendwie den Wert beimessen. Indem der Papa sowas nimmt und guck mal, hier ist ein Flugzeug. Und dann hat das schon gleich einen ganz anderen Wert. So, ja. Anstatt, dass da irgendwelche Klötze rumliegen. Das ist es irgendwo. Das heißt, es muss spannend sein, es muss irgendwie Salz in der Suppe fehlt. Ja? Wenn es zu repetitiv, zu viel, irgendwie du bist toll. Es kann auch ein Frustmoment sein. So, ne? Da wären wir aber auch schon eine schöne Überleitung zum Thema Überdruss. Ja. Das heißt, wenn du sagst, ich suche ein Spiel, was mir genau das bietet, und dann machst du irgendwie den Game Store auf und hast dann Spiele. Ne? Tausende von Spielen. Welches ist es jetzt? Oh, das sieht cool aus, hat ein schönes Cover, probiere ich das mal aus. Nee, ist es nicht, ne? Nächste. Ach, nö, auch nicht, so, ne? Und dann guckst du dir zig Spiele an. Keins ist das Richtige. Ist schwieriger geworden, oder? Ja? Die Stores sind voll mit Spielen, ohne Ende. Und wovon lässt man sich dann kaschen? Was genau ist es, was einen dann irgendwie dazu bringt, sich ein Spiel dann anzugucken? Ja? Ist es ein Trailer? Ganz bestimmt. Ja? Ein Trailer ist ganz bestimmt etwas, wo ich sage so, da wird mir ein Spielgefühl verkauft oder etwas, was mich interessiert. Mhm. Auch wenn es jetzt nicht 1:1 das ist, was ich im Spiel tue. Sondern wenn es mir ein Gefühl vermittelt, worum es geht, was das inhaltlich ist, irgendwie, boah, das ist geil, da habe ich Bock drauf. So, ja. Das ist ja bei vielen Trailern so. Und wir haben das ja auch gemacht, ne? Oft, dass wir Sachen angeteast haben und Inhalte gezeigt haben, die vielleicht jetzt so 1:1 nicht im Spiel zu sehen sind, so, aber damit zu tun haben. So, ne? Gameplay zu zeigen oder ein CGI-Trailer zu zeigen, sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. So, beides haben wir auch schon für Elex 2 gemacht. So, ja? Das heißt, worum geht es da? Um den Menschen zu zeigen, guck mal hier, das könnte ein Spiel für dich sein. Mhm. Ja? Rauszustechen irgendwo aus der Menge der Spiele, die einer spielen kann oder so, um auf uns aufmerksam zu machen, zu sagen, pass auf, wir haben da etwas Cooles gemacht, so, guck's dir mal an. So, ja. Und das machen ja viele. Das machen ja alle irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Ich finde es mittlerweile sehr, sehr schwierig, meine Spiele zu finden, die mir gefallen. Ich probiere unheimlich viel rum. Ich gucke mir unheimlich viel an auf Twitch, und die Fülle der Spiele wird auch immer mehr. Früher gab es ein paar Spiele, die man sich aussuchen konnte. Da gab es jetzt irgendwie sowas wie Ultima Underworld hier, ne? In dem Jahr, wo das hier rauskam, Ultima Ascension, Ultima 9, ja. Das habe ich geliebt, das war super. Es war eine freie Welt, es war ein Third Person, richtiges RPG-Gedöns, ne? Mit einer freien Welt und man konnte 1000 Sachen machen und so weiter. Das gab's nicht so häufig, so eine Art von Spiel. Und in dem Jahr, wo dieses hier rauskam, gab's auch nicht so viele ähnliche Dinge. Bloß mittlerweile, ja, gibt's unheimlich viel Zeug, was man so kaufen kann oder auch sich downloaden kann. Auch ältere Spiele. Ein Spiel, was 10 Jahre alt ist, ist ja nicht unbedingt schlechter. So, ne? Muss es immer die aktuellste High-End-Grafik sein, so, kann man sich mal fragen, so, verstehst du? Ich habe sehr viele Spiele, auch ältere Spiele, nie gespielt, bis ich sie mir dann mal angesehen habe. Ja, ich habe auch einige erst spät, ne? Ja. Wenn das System das zulässt. Ja, ne? hier, dies hier zum Beispiel, Sanitarium hast du sehr spät erst entdeckt, so, ne? Da hast du ja auch gesagt irgendwie so, oder? Also super. Und du grinst auch, weil uns das Ding ständig abgekachelt ist. Das war das Spiel. Ja, irgendjemand hat immer ständig abgestürzt und so, aber fand's geil irgendwie und wollte man unbedingt dann durchspielen und so. Wie ist man dazu gekommen? Wie bin ich zu Sanitarium gekommen? Ich habe den Trailer gesehen. Ach. Den Trailer mit der Engelsstatue, mit diesem Typen, der wahnsinnig ist ein bisschen so, der in so einem kein Gesicht hat, sondern halt irgendwie so ein Verband um den Kopf hat und so, und man weiß nicht genau, worum geht's bei diesem ganzen Gedöns und so, und dann kommt ein Engelstatue und redet mit ihm und sagt, du hast eine Aufgabe zu erfüllen und dies und das. Das fand ich so geil, ja, habe ich gesagt, boah, das muss ich mir angucken, so. Wie finde ich jetzt heraus, was mein Spiel ist? Wenn ich mir die Frage stelle, dann denke ich das so ähnlich wie mit Filmen und Serien. Es gibt zum Beispiel die Methode, ich suche mir das nach einem Schauspieler aus. Also, da ist irgendeine Figur, die finde ich cool,
irgendwie und dann denke ich, ach, der oder die hat das und das auch gespielt, das ist bestimmt auch gut. Das kann funktionieren, muss es aber nicht, ne? Nee. Nicht unbedingt, nee. Nämlich jetzt gerade bei Spielen ist es so irgendwie, gab Leute, die hatten uns angeschrieben, haben gesagt, so, ja, wenn ihr Spiele macht, dann kaufe ich das auf jeden Fall, weil dann weiß ich immer, was ich kriege, ne? Weiß ungefähr, was mich erwartet, finde ich super. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Aber auch da, ja. Lesen wir sehr häufig. Ja. Ne, also hier vor allem ja auch unten im Chat und so. Tatsächlich, ne? Das ist Im ja so Kommentar Fluch abzeigen. oder Segen. Ich glaube auch bei Piranha Bytes, da weiß man ungefähr schon, was man kriegt für eine Art Spiel, ne? Es gibt andere Spieleentwickler, die sind irgendwann mal ein bisschen aus der Reihe getanzt. Da muss man dann halt gucken, wenn die eine andere Art Spiel machen als vorher. Wir haben jetzt wirklich immer Open-World-Rollenspiele gemacht zum Beispiel. Mhm. Wenn jemand zum Beispiel mal Rollenspiel macht, mal Shooter oder sowas. Aber es gibt auch einige, da würden wir auch immer gucken. Deswegen, die kaufen die Spiele, wenn die welche rausbringen. Und wenn die Leute dann abweichen und ein anderes Prinzip einführen, dann kann es sein, dass neue Leute dazukommen und andere auch, die verloren gehen. Bei uns ist das zum Beispiel im Setting. Ne? Einige, die sagen, auch mit Science Fiction kann ich nicht so viel anfangen. Die sind bei Elex nicht mehr dabei. Aber die Rollenspieler, die sagen, ey, Piranha Bytes Spiel super, die schon. Und andersherum kann man das natürlich auch, kann dir das auch passieren, wenn du sagst, ja, ich mache jetzt einen auf Rennspiel. Ne? Haben wir nie gemacht. Ja. Ansonsten, Kriterium, um das Spiel zu finden, es gibt im Internet so Listen, ne? Das machst du auch ganz gerne. Dieses Spiel ist wie. Das heißt auch nichts. Es ist nur ein Indiz. Ne? Ja, ich kann es nur immer wiederholen. Ich wollte immer mal ein Spiel zocken wie das hier, System Shock. Und wenn man das sucht im Internet, dann findet man nichts. Aber es gibt ein aktuelles Spiel von 2017, was so ist wie System Shock. Und das heißt Prey von 2017. Das findet man aber nicht. Das muss man raussuchen. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe mal dem Wulven zugeguckt, der hat das gespielt. Da habe ich aber noch nicht gemerkt, was für ein Spiel es ist. Ich habe gedacht, es wäre einfach ein Horror-Shooter. Das ist es aber nicht. Es ist wie das hier. So, ne? So ein quasi durch Items gesteuertes, durch Event getriggertes Rollenspielartiges Adventure-Shooter. Horror. Wie Bioshock-Gedöns. Ne? Also das ist schon ziemlich geil. So. Und hat mit Prey an sich gar nichts zu tun, mit dem alten Prey. So. Stimmt. Ne? Das kann ich nur immer wiederholen. Ich weiß, das ist halt schon mal ab und zu. Ne? Aber das ist schon sehr, sehr markant. So. Ne? Wie kriege ich denn raus, was jetzt für ein Spiel ich spielen will? Ne? Wenn ich jetzt Frust habe und sage, ach, das möchte ich jetzt nicht und so. Ne? Weil das Thema war ja No More Games. So. Ich habe Frust, ich will jetzt eigentlich nicht zocken und so komme ich wieder dahin. Genau. Ne? Ja, wie lasse ich mich einfangen? Manchmal ist einfach mal die Zeit da, mal eine Pause zu machen. Das muss auch völlig legitim sein. So. Hast du eine Community-Frage? Ganz bestimmt. Ja. Erste Frage. Wird Elex 2 wieder ein unbegrenztes Inventar haben? Ja, aber sowas von. Na klar. Ja. Frage Nummer 2. Auf welchen Plattformen wird das Spiel erscheinen? Das haben wir auch schon veröffentlicht. PlayStation, mal die 4, die 5. Xbox One und Xbox Series X. Und eine PC. Genau. Ja. 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 Ja, dann, ach so. Dann haben wir noch eine Trophybox. Ach so, eine Trophybox. Ja, dann hau mal raus. Stimmt. Ja. Und zwar hat uns eine liebe Zuschauerin eine Box geschickt mit Sachen, Ja, stimmt. in denen wir erwähnt haben, dass wir sie gut finden. Ja. Für jeden was dabei. Zum Beispiel für den Björn. Vielen lieben Dank. Boah, fett. Liebe Sasu, das hier ist eine ziemlich coole Tasse, Glas eigentlich, muss man ja sagen. Es ist ja schon fettes. Eine fette Glastasse Pumpen, ja. mit Batman. Sehr schön. Vielen Dank. Die hier ist für mich. Das ist Monkey Island. Guy Brush Threepwood. Genau. So. Batman. So, nur nicht, dass es runterfällt. Ja.
Ja, mach mal weiter. So, und für die Kinder, ich hatte mal irgendwann erwähnt, lang ist's her, dass wir keine Haustiere haben. Wenn die Kinder irgendwann mal welche haben wollen, dann gibt's hier aus dem Ypsheft die zum selber züchten. Und Ach du Scheiße. Urzeitkrebse, ne? Urzeitkrebs, Sea Dogs, bring them to life. Kennt ihr das noch aus dem Ypsheft? Die Urzeitkrebse, da war irgendwie so eine Werbung von so einer Familie, ne? Die sahen aus wie kleine Mannequins, ja? Und da habe ich immer gedacht, so sehen die doch nicht aus, so sahen die auch nicht aus. Was sind das hier? Die, so sehen die aus, ne? Also so Gizmos da mit Augen, so, ne? So voll interessant. Das werden dann unsere Haustiere. Wisst ihr Bescheid? Oh Gott. Ja, vielen lieben Dank. Ja. Wer war das jetzt? Sasu. Sasu hat uns das geschenkt. Liebe Grüße. Hallo. Und ja, ziemlich cool. Danke dafür. Gut, dann bis zum nächsten Mal und hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha Becken TV. Genau. Haut rein. Bis dann. Ja, wow, das ist geil. Da gibt's auch noch einen Zettel dabei. Ja, Ja? Briefchen. Für Björn und Jenny mit dem Smiley. Cool.